Glaubst du, ich habe bei Hein überhaupt noch eine Chance? Du hast doch nichts zu verlieren. Ohne deine Geistesgegenwart hätte Clarissa herausbekommen, dass zwischen Guldenberg und mir eine Verbindung besteht. Ich habe doch gesagt, dass ich auf eurer Seite bin. Aber ich habe dir nicht geglaubt. Natascha behauptet, sie sei schwanger. Von mir. Ich will nur dich. Bitte gib mir noch eine Chance. Bitte, du musst mir glauben. Ich habe noch niemals jemanden so geliebt wie dich. Aber ich dachte, du liebst noch. Liebst du mich denn nicht mehr? Doch. Natürlich liebe ich dich. Mehr als alles andere auf dieser Welt. Heinrich. Diese Frau ist doch total krank. Wie kann sie bloß behaupten, dass sie von dir schwanger ist? Das habe ich ihr ja auch gesagt. Wann hast du eigentlich mit ihr geredet? Vor ein paar Tagen. Und heute Morgen, da hat sie mir diese Broschüren gegeben. Und warum hast du mir nichts davon erzählt? Ich wollte nicht, dass du dich unnötig aufregst. Das heißt, wenn ich das Ding nicht in deinem Papierkorb gefunden hätte, hätte ich nichts davon erfahren? Wozu auch? Das ist eh alles nur erstunken und erlogen. Wirklich? Natürlich. Da ist nichts dran. Ehrenwort. Gut. Wäre ja auch nicht die erste Lüge, mit der sie uns an den Karren fahren will. Ich habe ihr gleich gesagt, dass sie keine Chance hat, damit durchzukommen. Oh, diese miese Bazille. Das ist absoluter Psychoterror. Komm, vergiss es einfach. Die ist es überhaupt nicht wert, dass wir uns darüber aufregen. Stimmt. Lange kann sie diese Intrige eh nicht durchziehen. Eben. Ich bin mal gespannt, welche Ausrede sie auftischt, wenn wir rausfinden, dass sie gar nicht schwanger ist. Guldenberg wollte zuerst gar nicht glauben, was ich ihm über Clarissa erzählt habe. Wieso? Weil natürlich zwischen meiner Version und dem, was Clarissa ihm aufgetischt hat, ein himmelweiter Unterschied besteht. Ha, das kann ich mir vorstellen. Charlie, du hast doch sicherlich auch noch einige pikante Details auf Lager, die Clarissa Guldenberg mit Sicherheit verschweigen wird. Oh ja. Weißt du was, wir setzen uns später zusammen und überlegen, was wir davon für die Biografie verwenden können. Okay. Wer hätte das gedacht? Clarissa lässt sich so ohne weiteres einen gekauften Biografen unterschieben. Ein perfekter Plan. Clarissa wird vor Wut platzen, wenn unser Plan gelingt, wie wir uns das vorstellen. Was habt ihr denn für Pläne? Naja, wir... Das behalten wir lieber für uns, bevor noch jemand dazwischen funkt. Henning. Es tut mir leid, aber es ist doch wahr. Ich finde, du solltest ihr eine Chance geben. Das geht nicht so einfach. Dieses Märchen von Carolins Schwangerschaftstrauma, das war einfach eine Nummer zu viel. Jeder macht mal einen Fehler. Einen Fehler nennst du das? Sie hat uns wochenlang etwas vorgemacht. Du weißt doch, warum sie es getan hat. Trotzdem. Ich kann einfach noch nicht normal mit ihr umgehen. Wer weiß, ob ich das jemals wieder kann. Henning, merkst du denn nicht, wie sehr sie darunter leidet, dass du so distanziert bist? Das hat sie sich selbst zuzuschreiben. Hast du Katis Autoschlüssel gesehen? Ah, du hast. Was würdest du bloß ohne mich machen? Wir würden zu Fuß nach Friedenau gehen. Oder wir würden den Bus nehmen. Oder Wartet Kathi nicht im Auto auf dich? Willst du mich loswerden? Nee, aber so viel Liebe und Glück auf einmal.
vertrage ich einfach nicht. Dann viel Spaß bei der Arbeit. Mach's gut, aber nicht zu oft. Ein Wasser bitte. Du bist ja wohl das Fieseste, was mir jemals über den Weg gelaufen ist. Redest du mit mir? Allerdings. Was sollen die ganzen Lügen? Hast du immer noch nicht geschnallt, dass es überhaupt nichts bringt? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ach nein. Und was war mit dem falschen Gipsbein, der angeblichen Verletzung, dem gefälschten Brief und all den anderen Lügen? Das war was ganz anderes. Ach ja? Dann erklär mir mal bitte, was dieses Mal anders ist. Das Märchen, dass du schwanger bist? Ach, hat Daniel dir erzählt, dass ich ein Kind von ihm bekomme? Du spinnst doch. Du bist überhaupt nicht schwanger. Und wenn, meine Liebe, ganz bestimmt nicht von Daniel. Na, du musst es ja wissen. Das wird dir überhaupt nichts nützen. Du wirst Daniel und mich niemals auseinander. Alles deutet darauf hin, dass Lauenstein tot ist. Auch wenn man seine Leiche noch nicht gefunden hat. Dann können wir ja beruhigt sein. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass alles so glimpflich ausgegangen ist. Von Ihrer Warte aus betrachtet kann ich das verstehen. Von Ihrer etwa nicht? Sie haben doch hervorragende Arbeit geleistet. Das sehe ich nicht so. Immerhin hat sie einen Menschen das Leben gekostet. Aber Sie haben dadurch auch das Leben von Kathi und Heino gerettet. Aber um welchen Preis? Andererseits müssen Sie Henning auch verstehen. Sie haben ihn schon sehr gekränkt. Das weiß ich ja. Aber was soll ich denn noch machen? Ich habe mich doch schon bei ihm entschuldigt. Ich glaube, im Augenblick können Sie da gar nichts machen. Es gibt Dinge, die brauchen einfach eine Zeit. Aber ich halte das nicht mehr aus. Henning ist mir gegenüber so kalt. So abweisend. Isabel, ich glaube, Ihr Problem hängt nicht nur damit zusammen, dass sich Henning Ihnen gegenüber so distanziert verhält. Wie meinen Sie das? Ich glaube einfach, es liegt auch daran, dass Sie sich hier auf Friedenau so vergraben. Sie brauchen irgendeine sinnvolle Beschäftigung, Ablenkung. Sie sagen das so einfach. Warum haben Sie denn den Modeljob eigentlich nicht gemacht? Das wäre mir zu viel geworden. Außerdem hätte ich dann von Friedenau wegziehen müssen. Was hält Sie denn hier? Ich denke, Sie leiden darunter, dass Henning und Caroline so glücklich miteinander sind. Ich weiß, das hört sich komisch. Außerdem wollen Sie sich von Ihrer Schwester nicht länger bevormunden lassen. Trotzdem. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Das hatte ich noch nie. Naja, dann mussten Sie ja auch einige Zeit im Krankenhaus verbringen. Ja, da war ich ganz allein. Aber jetzt? Jetzt sind Sie doch wieder gesund. Ja, aber ich habe keine Freunde, niemanden. Ach, das ist doch dummes Zeug. Nein, nein. Ich bin ein Schmarotzer, der auf Kosten anderer lebt. Ein Wunder, dass mich Henning nicht schon längst rausgeworfen hat. Jetzt vergessen Sie Henning mal für einen Augenblick. Was viel wichtiger ist, Sie müssen hier raus. Und Sie brauchen einen Job. Aber was denn? Ich habe doch nichts gelernt. Keine Sorge. Wir finden schon was. Hi, Gabriella, komm doch rein. Das ist ein Miststück. Zieh dir das mal rein. Jetzt behauptet sie auch noch, sie wäre schwanger. Natascha? Nicht nur das. Rate mal, wer der Vater sein soll. Daniel. Dafür gibt's nur eine Erklärung. Die Frau ist krank. Und zwar hier oben und gewaltig. Gott, ich könnte ausrasten. Natascha hat mir das heute Morgen schon gesagt. Was hat sie? Sag bloß, die posaunt das überall herum. Mann, ich krieg die Krise. Beruhig dich erst. Setz dich. Willst du was trinken? Von mir aus. Ich hol dir den O-Saft. Ist natürlich klar, dass du dich darüber ärgerst. Die Frau nervt. Ich würde mich genauso darüber aufregen. Wenn ich die nur sehe, könnte ich ausrasten. Und wenn es stimmt? Was? Ja, dass sie schwanger ist. Sag mal, spinnst du? Du weißt genauso gut wie ich, wie Natascha drauf ist. Ja, schon. Aber ich hatte heute Morgen nicht unbedingt das Gefühl, dass sie lügt. Ich fasse es nicht. Sie würde sich doch ins eigene Fleisch schneiden. Wenn es nicht stimmt, das würde man doch sehr bald merken. So weit denkt die doch gar nicht. Ihr geht's lediglich darum, Daniel und mich auseinanderzubringen.
Vielleicht hast du ja recht. Ich bin mir nicht sicher. Es war halt nur so ein Gefühl. Naja, ich hätte schon Lust zu arbeiten, aber ich wüsste überhaupt nicht, wo und was. Und wenn Sie doch noch mal versuchen, was in Richtung Mode zu machen? Ach nein, das ist nicht meine Welt. Gut. Wie wäre es denn mit einem Job in meinem Bistro? Ich? Im Bistro? Aber als was denn? Ich habe doch noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Wir können das doch mal ausprobieren. Sagen wir, zunächst mal stelle ich Sie als Aushilfskellnerin ein. Irgendwie finde ich die Vorstellung ganz witzig. Ich als Kellnerin. Und es wäre ja nur ein Einstieg. Und was, wenn ich das nicht schaffe? Natürlich schaffen Sie das. Und wissen Sie was? Wir probieren das auf der Stelle aus. Sofort? Genau. Sie haben sich lang genug hier vergraben. Damit ist jetzt Schluss. Hallo. Hi. Was ist denn mit dir los? Ist der Ärger? Kann man wohl sagen. Gabriela. Nicht direkt. Mehr Natascha. Sag mal, was ist denn da los? Die haben sich hier vorhin tierisch gezopft. Ja, das ist ziemlich kompliziert. Auf jeden Fall behauptet Natascha, sie sei schwanger. Und ich soll auch noch der Vater sein. Und? Ist doch was dran? Quatsch. Die ist nicht schwanger, das weiß ich genau. Ja, ist ja gut, aber was willst du denn jetzt machen? Was soll ich schon machen? Abwarten. Spätestens in ein paar Wochen wird man ja sehen, dass sie lügt. Du willst wochenlang warten, ob sie einen dicken Bauch kriegt oder nicht? Das würde ich nicht aushalten. Naja, es wird bestimmt nicht gerade lustig, aber was soll ich machen? Bring sie doch dazu, einen Schwangerschaftstest zu machen. Dann hast du es schwarz auf weiß, ob du demnächst mit einem Kinderwagen durch die Gegend läufst oder nicht. Hallo, Henning. Hallo. Na, ihr beiden? Wieder glücklich vereint? Ja. In Zukunft achtest du mir aber ein bisschen besser auf unsere kleine Prinzessin, klar? Jawohl, Herr Graf. Hallo, Marc. Hallo. Sag mal, fährst du in Urlaub? Nein, ich wollte mich von euch verabschieden. Wie jetzt verabschieden? Naja, mein Job ist ja hier erledigt und es gibt keinen Grund mehr, euch noch weiter auf die Nerven zu gehen. Also ich bitte Sie. Sie waren eine große Hilfe. Was haben Sie denn als nächstes vor? Gibt es schon einen Anschlussauftrag? Nein, noch nicht. Wenn Sie Unterstützung brauchen, dann lassen Sie es mich bitte wissen, ja? Danke, das ist sehr freundlich. Ja, dann will ich mal. Ciao, Kathi. Du willst jetzt einfach so gehen? Das kannst du doch nicht machen. Ich hasse lange Abschiede. Naja, trotzdem. Lass uns doch wenigstens noch einen Kaffee zusammen trinken. Bitte, mir zuliebe. Ich weiß nicht. Ja, Katja hat recht. Also, ich find's auch nicht gut, wenn du jetzt einfach so die Biege machst. Die Biege. Na gut, trinken wir noch zusammen einen Kaffee, aber dann mache ich wirklich die Biege, okay? Prima, dann geht doch schon mal rein. Ich muss noch schnell nach oben, ja? Sie werden sich hier wohlfühlen. Hallo, Uli. Namen, Frau Schneider. Hallo, ihr kennt euch bereits, oder? Ja, klar, hi. Isabel wird uns ab heute ein wenig unterstützen. Ich habe sie gerade als Aushilfe engagiert. Schön. Willkommen an Bord. Ist ja erstmal nur zur Probe. Ja. So, und jetzt kommen Sie mit. Wir brauchen erstmal eine Schürze. Gibt's noch irgendwas zu tun? Nein. Und im Übrigen haben Sie schon seit einer halben Stunde Feierabend. Also scheren Sie sich hier raus. Ich weiß, aber wenn noch irgendwas ansteht, ich bleib gern noch. Nein, kommt nicht in Frage. Ja, wir kommen auch mal allein zurecht. Okay, also ich gehe dann. Tschüss. Tschüss. Ah, haben Sie eine Schürze für uns? Wunderbar. So. Na bitte, perfekt. Ja, dann kann's ja jetzt losgehen. Viel Spaß. Okay. Fräulein. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Du musst dir das mal vorstellen. Natascha hätte es fast geschafft und Millie wäre auf ihre Show reingefallen. Sie hat auch Millie von der Schwangerschaft erzählt? Von der angeblichen, ja. Ich sag's dir, ich traue dieser Frau alles zu. Wir müssen unbedingt was gegen sie unternehmen. Aber was? Wir müssen beweisen, dass sie gar nicht schwanger ist. Genau. Sie muss einen Schwangerschaftstest machen.
Klar, das wäre das Einfachste, aber ich glaube nicht, dass Natascha sich darauf einlässt. Du meinst, weil dann sofort rauskommt, dass sie lügt? Genau. Auch gut. Das wäre ja so eine Art Beweis, dass sie nicht schwanger ist, oder? Ja, aber sicher könnten wir uns trotzdem nicht sein. Ich hab's. Wir bringen sie einfach zu meiner Frauenärztin. Die soll sie untersuchen. Und auf ihr Urteil können wir uns 100%ig verlassen. Ja, aber da lässt Natascha sich bestimmt auch nicht drauf ein. Er fälscht sie doch einen Attest. Versuchen sollten wir es trotzdem. Denn dann steckt sie in der Zwickmühle. Wenn sie sich weigert, wird sie noch unglaubwürdiger. Und wenn sie zusagt, fliegt sie auf. Ja, wenn du meinst. Hast du eigentlich noch Nataschas Telefonnummer? Muss ich mal gucken, wieso? Ich möchte sie anrufen und dir das von der Untersuchung sagen. Jetzt gleich? Ja. Es war wirklich nicht deine Schuld. Es ist doch alles nur so kompliziert geworden, weil wir so leichtsinnig waren. Also ohne dich wäre die Entführung auf jeden Fall nicht so glimpflich ausgegangen. Das mag ja alles richtig sein, aber ich habe trotzdem das Gefühl, irgendwie versagt zu haben. Wieso das denn? Also immerhin hast du mir und Kathi das Leben gerettet. Das war schließlich mein Job. Und den hast du ziemlich gut gemacht. Und das, obwohl wir beide uns immer ziemlich dämlich angestellt haben. Was soll's. Hauptsache, es ist alles vorbei und dir und Kathi ist nichts passiert. Ich wollte mich noch bei dir entschuldigen. Du weißt schon, dass Kathi und ich... Schon okay. Lass uns das Thema endlich begraben. Okay. Naja, die dicksten Freunde werden wir wohl nicht mehr, aber trotzdem. Schwamm drüber. So, ich habe hier mal wieder Ihren Lieblingstisch. Arno! Charlie! Schön, dass du dich mal blicken lässt. Gut siehst du aus. Ich hätte gerne eine Kleinigkeit gegessen. Hast du ein Plätzchen frei für mich? Für dich doch immer. Was nimm gerade den? Ja. Hör mal, möchtest du einen kleinen, schicken Aperitif oder willst du erst mal in die Karte schauen? Ja. Ja, was? Ich schaue in die Karte. Ich schick dir gleich jemand vorbei. Danke dir. Entschuldigung, heißt das hier Tisch 6? Ja, ja. Isabel, bringen Sie doch diese beiden Salate zu Tisch 3. Sofort. Oder soll ich lieber die Getränke servieren? Nein, lieber erst den Salat. Ich habe den Eindruck, die Gäste sind schon ein bisschen ungeduldig. Mach ich. Isabel? Ja? Sie machen das ganz gut? Danke. Bitte schön. Was ist das denn? Ich habe doch ausdrücklich gesagt, dass ich das Dressing nicht auf dem Salat, sondern separat wünsche. Oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Sollten Sie aber. Wir sind schließlich nicht zum ersten Mal da. Da sollten Sie eigentlich wissen, dass ich das Dressing immer separat bekomme. Soll ich Ihnen einen neuen Salat bringen? Da fragt sie auch noch. Das ist doch selbstverständlich. Entschuldigung, ich habe heute erst angefangen. Sie können auch gleich noch ein bisschen mehr Brot bringen, falls Sie sich das merken können. Ich denke schon. Hallo Daniel. Hi. Hi. Hallo. Freut mich, dass du doch noch bereit bist, über unser Kind zu sprechen. Euer Kind? Ich glaube, da freust du dich zu früh. Wir glauben dir einfach nicht, dass du wirklich schwanger bist. Aber ich habe dir doch die Ultraschallbilder gezeigt. Und wer sagt, dass es deine waren? Willst du etwa behaupten, dass ich lüge? Das wäre ja wohl kaum das erste Mal. Und deshalb wollen wir, dass du einen Schwangerschaftstest machst. Aber den habe ich doch schon hinter mir. Und der hat eindeutig ergeben, dass ich schwanger bin. Wir wollen aber, dass du einen Schwangerschaftstest bei meiner Frauenärztin machst. Und zwar jetzt gleich. Wozu das denn? Warum soll ich denn noch einen Test machen? Warum nicht? Ist doch nicht schlimm, oder? Wenn du tatsächlich schwanger sein solltest. Ich bin schwanger.
Ja, dann komm jetzt zu meiner Frauenärztin und mach den Test. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Warum nicht? Hast du Angst, dass du dann auffliegst? Quatsch. Warum willst du dann den Test nicht machen? Weil ich das gar nicht nötig habe. Nein, weil dann rauskommt, dass du lügst. Wie damals mit deinem Gipsbein. Genau. Also gut, dann mache ich eben diesen Test. Auch wenn es völliger Schwachsinn ist. Alles Gute, Marc. Und halt dich ran und sieh zu, dass du deinen Flugschein machst. Falls meine Firma mal einen guten Piloten braucht, dann... Dann denkt ihr an mich, genau. Mach's gut, Prinzessin. Und pass auf dich auf. Du aber auch auf dich. Ich hoffe, dass dein nächster Job ein bisschen unproblematischer wird. Ich war ja nicht immer ganz einfach. Stimmt. Wisst ihr, was mich am meisten freut? Dass ihr beide euch wieder so gut versteht. Ihr seid ein echtes Traumpaar. Wisst ihr das? Ihr werdet mir fehlen. Tschüss und alles Gute. Tschüss, Marc. Ciao, Kathi. Fräulein, Ich komme sofort. was ist denn jetzt mit unseren Getränken? Der ist auch schon trocken. Könnte auch wieder zurückgehen. Also, nee, ich muss sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Weißt So, du was? bitteschön. Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Was ist denn das jetzt schon wieder? Stimmt mit dem Wein etwas nicht? Da fragen Sie noch? Ich habe 2 Gläser von dem Riesling bestellt. Und was bringen Sie mir? Rotwein. Es tut mir leid, Riesling ist Weißwein, falls Sie das noch nicht wissen. Das weiß ich ja, aber ich habe die Bestellung verwechselt. Sie verwechseln öfter mal was. Lass es gut sein, mein Schatz. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sowas darf man erst gar nicht durchgehen lassen. Es ist eine Zumutung, von solch einem unfähigen Personal bedient zu werden. Als was würden Sie denn Ihre eigene Verhaltensweise bezeichnen? Reden Sie etwa mit mir? Ja, mit Ihnen. Ich bin Gast hier und ich bezahle für den ungestörten Verzehr meiner Spaghetti. Das ist mir leider nicht möglich. Ihr Ton verdirbt meinen Appetit. So eine Frechheit. Hast du das gehört? Das ist unmöglich. Ja, nun sitz doch nicht einfach nur so da rum. Tu doch mal was. Ein Vorschlag zur Güte. Sie nehmen sich Ihre Dame und verschwinden einfach auf der Stelle. Einverstanden? Schönen Feierabend. Bestimmt hat Natascha totale Angst, weil ihr keine passende Ausrede einfällt. Muss ja auch ein ziemlich blödes Gefühl sein, wenn so rauskommt, dass man lügt. Die arme Natascha. Sie tut mir ja sowas von leid. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass sie den Test wirklich macht. Das ist wirklich erstaunlich. Naja, vielleicht hat sie gedacht, sie könnte meine Ärztin bequatschen. Da ist sie aber leider an der falschen Adresse. Mensch, warum dauert das denn so lange? Ach komm. Sind Sie Herr Fritsche? Ja. Dann kann ich Ihnen gratulieren. Sie werden Vater.